Schauen wir mal. Das ist ja lustig. Was sind wir? Aha, so. Okay. What the... Also das machen wir jetzt zu, ja? Ja. Okay. Sind jetzt hier drauf. Wir sind live. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir live sind. Vielleicht könnt ihr uns ein Feedback geben. Nur keine Hektik. Nee, das machen wir nicht. Hier ist alles neu. Also YouTube hat anscheinend alles umgestellt. Die Livestream-Software hat Am August-Update wahrscheinlich. Ja. Ja. Danke, Jürgen. Also sagt uns mal, ob ihr uns hören könnt. Bild und Ton, okay, super, das ist gut. Also, der Punkt ist der, die Hasenhirne bei YouTube, das muss ich echt mal sagen, da kannst du einfach nur, man könnte sich hier schwarz ärgern über diese Leute, die so eine Scheiße wieder hier machen. Und wisst ihr, was einfach blöde ist? Es ist mal wieder ein neues Zwangskorsett. YouTube ändert immer wieder diese Live-Geschichten. Das geht mir mittlerweile, das erhöht mein Stresslevel so, dass ich irgendwann das auch wahrscheinlich gar nicht mehr mache. Also wenn das so weitergeht, macht das keinen Spaß mehr. Also hier ist jetzt ein Zwang entstanden, wieder bei YouTube. Dann ist dieses Live-Studio schwarz, also wie auf einer Beerdigung. Früher war es alles weiß, jetzt alles auf YouTube ist weiß. Ne? Nee, das muss jetzt schwarz sein. Da hat irgendein, wie hast du vorhin gesagt, ein Hannebumble. Ne? Hat da irgendwie rumgeschraubt, da haben sie irgendwelche Quarantäne-Fuzis, die zu Hause nichts zu tun haben, mal wieder schrauben lassen an YouTube. Und der Grund ist ganz einfach. Der Grund dieser ganzen Softwarefirmen ist, egal wie sie heißen, Apple, Google, das gehört ja Google, ist die totale Kontrolle. Das ist alles, was sie wollen. Ne? Nicht, dass irgendein Chines hier vielleicht einen Livestream macht. Ne? Also, dass ich nicht irgendwo jedes Mal noch mein Geburtsdatum angeben muss, wenn der Livestream startet, mein Reisepass irgendwann in die Kamera halten muss, dass ja ich's bin, dass ich mich gleich verhaften könne, wenn ich irgendeinen Quatsch sage hier auf YouTube. Also das kotzt einen so an, dass man, ne, versteht uns, du hast einfach irgendwann nicht mehr die Nerven, live zu gehen. Ne? Das macht einfach keinen Spaß dann. Ne? Und die Konsequenz wird sein, was mache ich? Ich höre auf mit den Livestreams, mache wie alle anderen auch meine 12-Minuten-Videos und bin happy, weil die werden dann auch kommentiert und meine Klickzahlen gehen hoch. Ja, das ist einfach nichts. Das ist nix. Die haben alle Angst. Vor was habt ihr Angst, YouTube? Dass ich hier die Weltherrschaft übernehme mit meiner Gitarre? Dass ich anfange zu twittern wie dieser Idiot aus dem Weißen Haus? Oder vor was habt ihr Angst? Na, vor einem Livestream von ein paar Jungs, die Gitarre und weißt, nicht nur, dass du nicht mehr live spielen darfst. Oder? Ja, also die Musiker sind die letzten Hannebembel geworden in unserer Gesellschaft. Wir sind die Expendables, wir sind die nicht systemrelevant sind. Jetzt dürfen wir nicht mehr live streamen. Das kotzt mir einfach an, Mann. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht schönreden. Wir sitzen hier eine Dreiviertelstunde und plagen uns mit dieser beschissenen Software hier ab. Das ist einfach nur... Twitch ist keine Alternative. Das sind absolut die ganzen... wisst ihr, was auf Twitch ist? Auf Twitch sind diese ganzen jungen Leute, die dort Games. Nicht nur Games zocken, sondern auch... Ich hab gesehen, Sebastian, die haben eine Rangliste. Übrigens, die ganzen Killer in den letzten Jahren, die in Amerika mit Waffen oder auch in Europa teilweise Menschen erschossen haben, waren alles Gamer. Alle, die 1 Million Mal auf Counter-Strike irgendeinem virtuellen Menschen das Gehirn weggeblasen haben. Und auf Twitch gibt es Ranglisten der Typen, die Menschen erschossen haben. 30 Live-Kills. Glaubst du das, Mann? Ja, so Plattformen will doch kein Mensch. Ja, also das ist auf jeden Fall keine Alternative. Das ist keine Alternative. Und das ist das Problem. Das ist ein Monopolist. Wir müssen damit leben.
und wenn es einfach keinen Spaß mehr macht, alles wird einem vergrault. Ne? Ein Livestream wird überall wird die Daumenschraube der Kontrolle wird angezogen. Ich fühle mich wie früher im Ostblock. Du musst aufpassen, was du sagst. Ne? Ich meine, du sollst natürlich nicht absolut ein Idiot sein und irgendeinen Müll von dir geben. Dabei freut man sich. Wir sehen uns endlich mal wieder. Ja. Und will hier ein schönes Thema bearbeiten und stattdessen gleich schalten sie den Horst ab. Genau. Danke, Uwe. Ja. Na? Thomas Manita, liebe Grüße. Mahlzeit. Sebastian, schicke Gitarre hast du da am Start. Ja, die habe ich auf deinen Tipp oder beziehungsweise bei dir habe ich die gesehen und dann hier am Weihnachtsstream vor 2 Jahren, glaube ich, probiert und gesagt, ich will auch so eine. Und dann. Ich beruhige mich jetzt wieder. Sorry, Sebastian, dass ich alles das gut. Also erstmal, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass du da bist Ich und, auch. und dass du dir die Zeit nimmst. Und ich werde jetzt einfach den Livestream an dich übergeben. In der Zwischenzeit gehe ich und trinke ein Sixpack oder mache irgendwas. Ich weiß nicht. Danach. Ich werde hier moderieren. Ne? Also ich bleibe hier an der Kamera. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und gebe jetzt an Sebastian weiter und halte mich mal ein bisschen zurück. Danke auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid. Weil wir machen es für euch. Ne? 130 Zuschauer, herrlich. Ja, Dietmar, es ist eine LR10, oder? Genau. Lyrica Now. Ja. Super Gitarre, ja. Also ich bin total happy damit. Mein lieber Sebastian, was hast du uns mitgebracht für ein Thema? Also ich habe mir gedacht, ein Thema, mit dem ich jetzt im Studium erst oder weil ich mich mit Jazz beschäftige, ist mir das so über den Weg gelaufen, Chromatics. Also Chromatik. Und das ist ein Thema, was ganz oft so mit Jazz assoziiert wird, aber es ist überhaupt nichts, was nur im Jazz vorkommt und was man nur im Jazz verwendet. Einfach ein Stilmittel. Und das Schöne ist, man kann das egal in welchem Genre oder egal auf welchem Niveau man sich befindet, eigentlich verwenden. Wow. Es gibt nur ein paar kleine Regeln und Ideen, die man so beachten muss. Und da habe ich 3 Licks mitgebracht, die ich vorhin noch mir überlegt habe. Und auch wenn die zu schwer sind, man kann kleine Nuggets, sind so immer verschiedene Teile, einfach nehmen und die verwenden. Es geht mir einfach darum, dass man das Konzept so ein bisschen versteht, weil wenn man es mal verstanden hat, ist das Ziel eigentlich, dass man sich selbst, dass man Chromatik in die Sachen, die man schon kann, mit einbaut. Also einen Transfer leistet. Und dann lernt man, finde ich, immer am meisten, wenn ich das, was ich schon weiß, mit was Neuem direkt verbinde und dann bleibt das sofort hängen. Also bei mir ist es so. So habe ich das effektivste Üben. Eigentlich, wenn ich neue Sachen mit schon verstandenen und gut verankerten verbinde, dann habe ich, das bleibt eigentlich sofort hängen und man kann da super viel mitmachen. Cool. Also wollen wir gleich reingehen? Ja, gern. Schnappst du dir vielleicht mal eine Gitarre? Ich bräuchte Begleitung. Begleitung Vielleicht. Ich weiß um es das vorzuführen. Davon war nicht. Kann ich eine akustische nehmen? Ja, ist egal. Ja. Ist egal. Ich habe die ja noch nicht mal gestimmt, aber ich glaube, die ist noch gestimmt. Also, Chromatics. Hast du noch, welches dein Glas ist? Wahrscheinlich das fast leere. Okay. Darf ich es dir? Ja. Ich stell's einfach darüber zu dir. Also, Chromatics, it's Chromatik. Es geht, man kennt wahrscheinlich auf jeden Fall so diese Fingerübung. Und das ist eigentlich schon genau das, was wir jetzt dann machen oder worum es jetzt dann geht. Nämlich, also halbtönig einfach Halbtöne reinzubauen in die Linien und Licks, die man schon kann und beherrscht und da einfach eine neue Dimension dazu zu fügen. Ja, es ist eigentlich auch ein Improvisationswerkzeug, also dass man in der Improvisation frei damit umgehen kann und es hat einen Effekt. Es klingt natürlich schon dann alles irgendwie ein bisschen jazziger, aber man kann ganz einfach dann diese Dimension noch dazufügen. Also ihr müsst jetzt keine neue Tonleiter lernen oder keine neue also man muss jetzt da nicht komplett ein neues Fass aufmachen. Das ist einfach eine neue Idee, die man bei allem, was man macht, immer verwenden kann. Also bei allen Linien und auch, ich sage euch ein paar Beispiele, wie man ganz einfache Licks, die man schon kann,
ein kleines bisschen verändern kann mit Chromatik und dann ist es schon wieder eine neue Idee. Und es ist nichts komplett Neues, sondern schon was man weiß, mit Chromatik eben. Okay. Was darf ich dir anbieten hier? Also, vielleicht machen wir kurz mal als Beispiel einfach erstmal so ein kurz ein A7. Ich mache jetzt mal. Das war jetzt einfach nur, das war natürlich jetzt total übertrieben und viel zu viel Chromatik, aber das war jetzt halt, um es zu demonstrieren, so ein bisschen. Klang aber sehr schön. Ja, also das ist eine andere Dimension einfach. Es hat ein bisschen einen anderen Sound, als wenn ich immer nur, sagen wir mal, in meinen gewohnten, wie soll ich sagen, Intervallen spiele. Also man hat ja immer so Bildschirm kurz gucken, dass verschiedene Licks. Ah, jetzt. Ne? Und das ist eine bestimmte Dimension und eine bestimmte Aneinanderreihung von Sounds. Ne? Jetzt hat man aber zum Beispiel die Idee vielleicht, ja gut, ich mache jetzt einfach mal aus dem, da baue ich jetzt mal Chromatik ein. Ich kann zum Beispiel, ne? Und gleich habe ich, spiel mal kurz. Und gleich hat man was total anders klingt und was einen so ein bisschen, oh, was war das? Und das ist eigentlich das Prinzip von Chromatik. Ich erkläre natürlich gleich noch, was ich da gemacht habe und wie man da rangeht. Das war jetzt nur, dass man mal hört, um was es eigentlich geht. Also, die Idee ist, man kann eigentlich chromatisch, nehmen wir mal erst das Konzept der Enclosure, nennt sich das, also Chromatic Enclosure. Das heißt, ich nehme mir irgendeinen Zielton, ja, also ich nehme jetzt einfach mal A-Moll-Pentatonik, ne? Und jetzt nehme ich mir da einen Zielton, ich nehme jetzt mal das A hier und den visiere ich an, und zwar indem ich zwei von oben, einer von unten und dann lande ich auf dem Ton, ja? Genau. Und dann habe ich, das heißt, ich visiere einen Ton an und spiele einfach. Das hat auch nichts mit einer Tonleiter zu tun oder so. Das sind einfach nur, das ist eine chromatische Umspielung von einem Ton. Ja? Chromatik ist als Grundwissen eine Halbtöne. Genau, es sind Halbtöne. Okay, und jetzt, wenn ich das einbaue mal, das kann ich mit jedem Ton machen in der Pentatonik übrigens, ne? Also ich kann einfach auf bestimmten Tönen landen. Das wäre eine Idee, die man verwenden kann. Das heißt, man geht einfach durch die Pentatonik durch zum Beispiel oder nimmt sich die Töne von einem Dreiklang, A-Dur-Dreiklang. Einfach. Genau, ja, pass auf. Zwei runter und einer von unten. Gut. Zwei von oben. Also man muss zuerst einen Zielton anvisieren. Ah, okay. Das also ich war nehme jetzt das A hier. Ah, das A. Jetzt mache ich zwei von oben. Genau, das ist die Idee. Sehr schön. Und das kann ich mit jedem Ton machen. Und jetzt nehme ich den. Warum bist du jetzt hier auf dem Ganzton? Und nicht
Könnt ihr das so machen? Ja, das ist ja genau das. Na, weil das ja dann keine Chromatik mehr ist. Das kann ich auch machen, aber das ist jetzt nicht, ich wollte jetzt nur, das kannst du auch machen. Ja. Du kannst, es ist alles erlaubt. Ist alles erlaubt. Hauptsache, das muss man gleich dazu sagen, so als Regel, das ist auch nicht, gilt auch nicht immer und die Regel ist auch da, um sie zu brechen. Aber man will eigentlich, dass die Akkordtöne auf betonten Zählzeiten landen. Das heißt also auf der 1, auf der 2, auf der 3, auf der 4, wenn wir im Viervierteltakt sind. Ja? Und dass die chromatischen Durchgangstöne auf 1 und 2 und 3 und 4 und Das landen. ist die Rhythmik ist auch entscheidend. Auf jeden Fall. Auf den unbetonten Zählzeiten will man die chromatischen Durchgangstöne eigentlich haben. Ja? Okay. Ne, das heißt also nicht auf dem Schlag, also nicht auf dem Downbeat. Ja, weil dann fällst du stark auf. Genau, dann ist die Betonung total auf dem Ton. Außer man will das, und das kann man auch machen für einen Effekt. Also ist alles erlaubt. Aber man muss es dann geplant machen, sonst klingt es wie ein Fehler. Also wenn ich das mal kurz mache, wenn man jetzt so wenn ich jetzt geht auch, wenn ich es danach weiterführe. Also das ist einfach nur, die Idee ist wirklich... Geh mal an den Licks. Ja, jetzt gehen wir mal an die Licks. Also das war nur ein Konzept, das man üben kann. Das heißt, ich nehme einen Zielton und dann 2 von oben und eine von unten. Ja? Und Sehr dann schön, lande ich auf einem Ton. Und dann... Ba, 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 da, ne, das sind 16. Also... Da, 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 1. Ba, 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 okay? Also so ist die Idee. Das ist der Downbeat. Dann lande ich auf dem Akkordton oder auf dem Zielton, den ich habe. Es muss kein Akkord, es kann irgendein Ton sein, den man gerade jetzt da haben will. Ne? Aber das ist was man ganz einfach verwenden kann. So, jetzt, genau, jetzt habe ich hier die erste Linie. Das ist jetzt eben diese, die ich da vorhin gezeigt habe. Ich wollte nur kurz zeigen, wie man aus Sachen, die jeder kennt, also wenn ihr euch die erste Hälfte vom Lick anschaut, Standard, Ja. kennt jeder, also in irgendeiner Form. Ist total normal, bis dahin, okay? Und jetzt baue ich die Chromatik ein, indem ich sage, ich mische das jetzt mal ein bisschen ab, indem ich den Ton anvisiere, auch in der Pentatonik. Aber diesmal nur einfach, also von oben und von unten. Genau, also. Und schon habe ich einen anderen Sound. Aber du musst schon aufpassen, dass das nicht auf die Man muss mit der Betonung. Total, ja, aber ich lande, ihr seht, ich lande hier auf dem Downbeat, also auf der 3, lande ich hier. Und das ist ein Ton, ein richtiger, also der ist richtig. Okay. Ja? Die 2, die sind nicht, also wenn ich die einfach so, das geht auch, aber es ist nicht das, worum es hier geht, sondern jetzt mache ich halt nicht eine doppelte, sondern nur einfach. Von oben, von unten und dann lande ich auf dem Ton, ja? Ein Halbton drüber, also man braucht immer, genau, ja, das ist er. Genau, also eigentlich, der ist ja cool, das ist ja die Blue Note. Eigentlich ja, und das ist die Terz. Und dann gehst du über diese Dur-Terz auf den... Aber das ist es nicht wirklich, so kann man es nicht erklären. Ja? Weil man könnte auch sagen, das wäre die Skala Mixo-Kreuz 11, aber damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Ja, okay. Ja? Das wäre schon eine Skala. Wir bleiben beim Konzept. Über sowas muss man gar nicht nachdenken, deswegen finde ich das so cool. Man braucht nur einen Zielton und geht von oben einen, von unten chromatisch und dann landet man drauf. Okay. Man muss nur einer drüber, einer drunter und drauf. Genau, man kann auch andersrum, also man kann auch unten anfangen. Geht auch. Oder ich nehme 2. Ne? Ich muss nur auf dem Ton landen, auf dem Downbeat. Das ist alles. Süß. So, also jetzt nochmal hier. Ja, und dann kommt das klassische. Genau, Viertelton. Genauso Halb, Viertelton, Bluesband in die Dur-Terz rein und dann gehe ich halbtönig auf diese Septime und das klingt super cool. Ich spiele mal kurz so ein Funk A7.
Achtung. Nochmal. Ne? Zweite Variation schon wieder jetzt, aber... Süß. Und das funktioniert super gut. Man muss nur schauen, eben, dass man hier auf den... Ihr seht, ich lande auf der 4, auf dem Akkordton hier. Und hinten auf dem 4. Schlag lande ich hier drauf. Und deswegen funktioniert es. Wenn ich das jetzt andersrum mache und ich spiele, dann funktioniert es schon nicht. Also, erster Gedanke ist immer, was ist mein Zielton und wie komme ich da hin? Und es gibt 1000 Möglichkeiten, da hinzukommen. Aber man braucht einen Zielton und guckt was. Und ich bin genauso. Ich sitze da hin und probiere aus. Ja. Und schreibe mir dann solche Licks auf und übe die. Schön. Und so, also so finde ich, ist super kreativ. Das ist natürlich toll auf, wenn das immer berücksichtigt. Ja. Und dann danach kann ich es weiterführen weil ich hier lande, mal runter super wichtig. Zur Terz vom Desi. Ne? So kann man das ist es wichtig zu wissen, wo die Intervalle liegen. Deshalb habe ich die Dreiklinge so gefressen und gepredigt, weil das ist alles. Also wenn ich nicht weiß, wo die Zieltöne sind, kann ich das nicht verwenden. Deshalb, also man kann es schon trotzdem verwenden, aber hier nochmal in dem Zusammenhang wird nochmal klar, wie essentiell der Überblick ist über die Dreiklinge. Weil wenn ich das hier sehe, kann ich... alles Mögliche machen. Ich muss nur die Töne sehen, wo ich landen will. So. Und deswegen... Auch noch ein Thema, wo wir nochmal was machen müssen. Ja. Das nochmal in die Köpfe kriegen. Sehr schönes Beispiel, das erste, super. Okay, und das, wie gesagt, also der erste Teil ist ja Standard, ne? Und dann... Und das ist halt... Ne? Also einfach eine Möglichkeit. Da gibt es noch ganz viele andere, wie man das weiterspinnen kann. Cool. Genau. Gut, jetzt machen wir nächstes Beispiel, oder? Das nächste ist ein bisschen knackiger. Genau. Das ist dieser... Ne? Das ist die Linie. Sehr schön. Viel Chromatik hier. Total. Das ist jetzt total. Da ist auch Pat Metheny mit drin. Aber das klingt so gut, weil und da seht ihr jetzt auch die Regel ist hier gebrochen, aber das funktioniert trotzdem. Also, cool. Es geht los mit diesem Standard, ja? Dur-Pentatonik, A-Dur. Ganz totale Standardlinie. Ja? Also wirklich Allman Brothers Standard-Dur-Blues. Jetzt kommt aber... Ne? Jetzt umspiele ich einfach den Grundton. Ich habe einfach den Grundton hier, das A. Ja, und weil es auf 16. Ebene ist, lande ich wieder genau auf der 1 auf dem A hier. Bist du jetzt in der Dur-Pentatonik gerade? Ist eine Mischung. Das ist über so ein Funk, so wie die ganze Zeit. Da geht es tierisch, finde ich. Kann auch eine Oktave höher. Ne? Und da sind das alles so Farbtöne. Ja? Okay, aber das ist jetzt, hier denke ich auf jeden Fall Dur-Pentatonik. Man hört's, ne? Und das ist nix, das ist einfach nur, ich habe nur diesen Ton und spiele diese Umspielung. Ne? Das ist das Verrückte. Also ich habe nur das A und mache... Ich denke da keine Tonleiter. Ich denke überhaupt nichts, keine Skala. Ich stelle so die Fragen, die aufkommen könnten in den Köpfen der Menschen, die zuschauen. Genau richtig, ja. Super. Also, so, jetzt bin ich hier wieder auf der 1, also auf der 2, auf Zählzeit Nummer 2 lande ich hier wieder auf dem Grundton. Ne? Also ist alles noch regelkonform. Jetzt kommt dieses... Und jetzt seht ihr hier, das ist überhaupt nicht regelkonform. Es ist total outside eigentlich, aber das funktioniert, weil es eine konstante Bewegung ist. Ne? Weil das kann ich bis ganz nach unten machen. Genau, also Stück. Oh, ist der schön.
wenn wir hier sind, das ist das erste Nugget. Und allein das ist schon eine Line, die man üben kann. Ne? Und da kommen wir gleich noch auf was anderes Wichtiges zurück. Phrasierung, das ist nämlich das A und O hier, dass man nicht das muss so diesen Swing. Ich erkläre das nachher gleich noch. Das ist das Allerwichtigste nämlich. Das steht hierarchisch über allen anderen Komponenten. Phrasierung und Ton und Timing. Ja. Kommen wir noch drauf zurück. Also, ne? Dann sind wir hier. Und jetzt kommt dieses. Das funktioniert, wie gesagt, ist jetzt nicht wirklich regelkonform, aber das ist ein klassisches Klischee eigentlich schon fast, chromatisch. Das funktioniert, weil es so einen konstanten Rhythmus hat. Da kann das Ohr mitgehen. Wenn ich jetzt einfach nur. Dann klingt das furchtbar, aber wenn ich. Das ist eine klassische Fall die Treppe runter. Ich kann komplett. Es geht wirklich hier nur um die Art, wie du spielst. Richtig, und es geht um diese konstante Bewegung, deswegen funktioniert es. Aber das ist auch schon hier sind 5 Sachen drin, die man gesondert üben kann, in diesem einen Ding. Also einmal. Ne? Picking. Genau, und ich sag vielleicht noch eins dazu. Also ich pick. Das habe ich jetzt hier nicht in die Tabulatur rein, weil man das geschmacksweise anders machen kann. Ja, cool. Aber ich phrasiere. Also ich pick nicht jeden. Ich mache. Genau, den pick ich wieder. Den vorletzten. Man spürt's. Man spürt den musikalischen Puls, wo es hin will. Genau. Und das. Genau, also. Der ist süß. Dann kommt. Und da ist die Betonung auf. Also. Das ist nur so eine Wechsel. Also der ist jetzt sehr inspiriert vom Saxophon. Genau. Also oder? Und auch Pat Metheny verwendet den permanent. Aber der ist ja auch da sehr beeinflusst. Das ist unfassbar guter Gitarrist. Ja, das ist einer der musikalisch größten. 7-9. Genau, also wir haben. Ich gehe nochmal in die Tabs. Hier geht es eigentlich wirklich nur um. Also wir sind jetzt hier bei 7-9. Genau. Also eigentlich fast jede Zählzeit ein Nugget für sich. Genau, und ich kann hier echt so. Das ist nur so eine Wechselnote. Die muss ich gar nicht wirklich spielen, sondern es geht um. Darum geht's. Genau. Ja, okay. Und dann kommt hier. Wir haben ja hier, wenn ich was sage, ja. Ich analysiere mal ein bisschen. Wir haben ja hier so ein bestimmtes Intervall. Genau, was chromatisch kleine Terz, genau. Das wollte ich hören. In der kleinen Terz geht es hier nach. Ein bisschen Analyse. Ne? Okay, genau. Süß. Sehr und süß. Dann kommt wieder so ein Klassiker. Das ist eine absolute Superphrase. Was ist hier die Idee? Chromatik. Das ist einfach nur, das ist genau das. Okay. Ich habe hier die Quinte. Nur ein bisschen leicht, also mal die eine geht hoch, die andere geht runter. Ja. Genau. Also hier kann man natürlich jetzt sagen, ja, es ist schon irgendwie mixolydisch, die Tonleiter, oder eine Mischung aus Dur- und Moll-Pentatonik. Das wäre vielleicht noch das Genaueste. So. Okay. Aber und dann geht's wieder. Sehr süß. Land einfach wieder auf der Z. Na, das ist auch cool. Der hat jetzt gefallen, gell? Ja, geht auch. Ich würde vielleicht reinsliden, weil es auch süß ging. Genau, ihr seht jetzt aber hier die letzte Zählzeit, also in dem 6. Takt da hinten, da lande ich auf der Moll-Terz hier auf der 1. Es ist also eigentlich nicht regelkonform, aber es klingt trotzdem gut, wenn ich... Das klingt trotzdem sehr gut. Bluesig, das Finale. Genau. Und ihr seht, ich fange mit dem Blues an und hör auf damit. Mann, so geil der Lick! Und zwischendrin habe ich halt so ein bisschen noch was, dass der Hörer mal denkt, oh, Outside. Ja. Ne? Wunderschön. Oder eine Oktave höher. Genau. Also das ist eine super Phrase und ich würde die wirklich so, ihr merkt es selber, wann ein Phrasenteil zu Ende ist. Also einer wäre das. Und einfach mal hingehen, wo finde ich den überall? Also ich habe am Dienstag 5 Clapton-Licks aus der Cream-Zeit gemacht und dort sind auch, ich sage immer, unterteile die Licks
in diese einzelnen Phrasierungselemente und du kannst und spiel sie auf der ganzen. Ja. Such dir den Anfangston, setz es überall. Das ist oder? Absolute Entdeckungsreise. Also effektiver kann man nicht üben. Und dann nehmt euch ein einzelnes Ding, ein Mini-Fragment und das so nah auseinandernehmen, bis es aus den Ohren rauskommt. Schon wieder neue Sachen hier. Das ist super, ja. Saugeil. Und das ist genau diese Linien. Wenn ich die bei irgendjemandem gehört habe, dachte ich immer, boah, ist das geil, ich will lernen, was ist das? Was macht der da? Saugeil. Und es ist gar nicht so kompliziert. Es kommt vor allem, jetzt kommen wir drauf zurück, es kommt vor allem hier auf die Phrasierung und aufs Timing an, wie ich die spiele. Nur dann wirkt die. Die wirkt nur, wenn sie richtig mit also nicht einfach. Ne, das funktioniert nicht. Also ich verschluck Töne. Es ist so ein bisschen, man muss sich vorstellen, als würde man so, ne? Es klingt halt organischer, ne? Lebendiger. Genau, und ich habe Betonungen, die und die muss man halt, da muss man seinen eigenen Weg finden, da muss man ein Gefühl dafür entwickeln. Das kann ich 5-mal da hinschreiben, man muss das spüren und lernen. Und wie gesagt, also ich stehe auch nicht morgens auf und kann sowas einfach. Also ich sitze dann auch hin und muss das auseinandernehmen und okay, und jetzt warum und so weiter. Also ich sitze genauso da und schreibe mir das dann auf und so weiter. Also das ist, man braucht ein Gefühl dafür und das kriegt man, indem man sich mit einzelnen Sachen beschäftigt und die mit was verbindet, das man schon kann. Also, wie gesagt, sowas hier. Und dann denkt man schon, oh, cool. Und eigentlich ist es nichts Neues. Es ist nur das alte Zeug genommen und man hat halt, ja, der Sebastian hat gesagt, wenn ich den Ton da will, kann ich machen. Ja. Probiert man es aus. So was völlig einleuchtend ist dieses drübergehen, Halbton zurück, drunter gehen, Halbton und dann hoch. drauf landen. Das wird auch in der Klassik übrigens permanent verwendet. Das schon, ist eigentlich schon, ja. total Musik, konform, Genre auch, ja. unabhängig. Gut. Also das kann ich im Funk, im Blues, Jazz natürlich. Aber es klingt natürlich gleich jazziger, das stimmt. Vielleicht in der Klassik weniger bei Mozart, aber eher dann bei Rachmaninoff. Genau. Aber es wird auf jeden Fall genauso verwendet. Diese chromatischen Umspielungen auf Akkordtöne oder auf irgendeinen Ton. Ist gerade egal. Ich kann auch einen Farbton nehmen. Ich kann auch zur None hin hier, wenn ich. Also man kann da wirklich alles Mögliche machen. Next one. Genau, jetzt haben wir noch einen und zwar war das. This one, please. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. Genau. Und das ist schön. Auch total basic eigentlich. Okay, lass uns analysieren. Wir sind jetzt hier oben. Man kann sich so als Framework vielleicht als Blaupause vielleicht auch wieder. Das ist jetzt die 4. Position A-Moll-Pentatonik. Die kann man sich jetzt vielleicht vorstellen hier oben. Und da ist ja wieder diese Regel. Natürlich. Jetzt sehe ich sie permanent. Es ist genau das gleiche. Ne? Das ist ja, du hast eine neue Sichtweise und dann siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Genau. Und ich fange hier extra mit einem Auftakt an, weil sonst lande ich nämlich nicht auf dem Akkordton rechtzeitig. Okay. Da will ich hin. Ich will auf das E hier kommen. Ne? Das ist eigentlich wieder bloß eine Umspielung von einem A-Dur-Dreiklang, sonst nix. Das ist alles. Ich gehe. Das ist einfach nur ein A-Dur-Dreiklang, wirklich. Kann ich auch hier. Genau, und dann geht's weiter mit. Das ist jetzt A-mixolydisch, aber es. Und dann gehe ich chromatisch wieder zurück. Ne? Das ist so eigentlich total banal. Und das Ende halt ist so ein bisschen. Das ist für mich gitarristischer vom Sound. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das andere war ein bisschen mehr Sax vielleicht sogar. Luftiger. Ja, genau. Ja, ja. Aber das ist halt jetzt hier mit. Sehr so wie ein Gitarrist das enden würde vielleicht. Und über ein A. Also
kriege ich nicht in die Finger. Ja, das ist auch ein bisschen blöd vom Fingersatz hier. Ich mache das alles mit. Ja, also nochmal ganz langsam. Und schaut, ich mache hier echt... Also ich spiele das beides mit dem Zeigefinger. Ah, sorry. Das macht keinen Sinn, so das zu spielen. Weil ich muss ja hier wieder her. Also deswegen vom Fingersatz würde ich echt empfehlen. Das ist so gut. Und wenn ich ihn jetzt... Wieder, man muss ihn eben wieder phrasieren, ne? Und das ist eigentlich nichts. Ich gehe eigentlich wirklich... Ich gehe nur chromatisch da hoch. Vom Grundton über die... Also... Genau. Genau. Macht Spaß, gell? Ja. Ja, also und da geht's aber wirklich, es geht bei allem, in der Hierarchie steht ganz oben das Timing und die Phrasierung. Das ist das Allerwichtigste. Also dieses Konzept ist super gut und man kann damit ganz wenig, ganz viel anders machen im Sound. Aber es muss halt zum Beispiel, das ist total Standard-Lick. Ich muss nur... Ja. Da muss ich landen. Ich kann auch... Also man kann... Wichtig ist halt nur, dass man einigermaßen weiß, wo die Töne sind. Es muss aber nicht der Dreiklang sein, es kann auch die Pentatonik sein. Das reicht auch schon. Da kann man auch schon... Also, okay, einen habe ich noch, einen coolen. Leider keine Tab, aber den könnt ihr euch merken, das ist total... Na, den kennt jeder. Klassiker. Kennt jeder. Ja. Ne? Genau. Und jetzt mache ich aber... Einfach nur, ich habe hier den Ton, diese Pentatonik. Und genau das Konzept, zwei von oben. Zwei von oben. Und einer von unten. Also ich würde wirklich meine Finger dann auf dem Fingersatz gleich so hinlegen. Ne? Also das heißt... Dann kann man wieder, also man, wie gesagt, das darfst du nicht so oft nutzen. Nee, man darf es nicht übertreiben mit Chromatik, sonst klingt es irgendwann langweilig. Aber es ist ein Stilmittel und eine neue Dimension vielleicht. Und vielleicht kann man die ein oder andere Linie, die man hat, und jeder von euch hat Lieblingslicks, die er dauernd spielt. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit. Das inspiriert, das macht Laune. Das ist eine Möglichkeit, die jetzt so ein bisschen... Also was sehr gut war letztes Mal von dir, dieses, wenn ich nochmal daran erinnern darf, dieses Spielen dann eine Pentatonik einen Ton höher. Ja. Das war absolut geil. Das kommt, und dann noch von der Quinte ab. Und dann einen Ton höher. Ja. Und dann das hier jetzt noch dazu. Da tun sich ja ganze Welten auf. Total. Und man kann wirklich ganz, also ich sitze dann hin, nehme mir einen Loop auf, genauso. Sowas nehme ich mir dann auf und dann probiere ich rum. Was klingt gut, was klingt nicht gut. Super. Und da, man kann wirklich endlos das durchspielen, wenn man es mal gecheckt hat. Ja. Man muss es vor allem ins Ohr kriegen. Wo muss ich landen? Ja. Und man hört aber eigentlich gleich, wenn es nicht richtig ist. Weil, also das vergibt einem nichts hier. Wenn man hier falsch landet, also... Man hört es eigentlich ziemlich schnell, wenn es nicht stimmt oder wenn nicht. Und es muss auch nicht immer stimmen. Ihr habt es gesehen, in dem Einlieg bin ich eigentlich nicht regelkonform gelandet, aber es klingt trotzdem, weil die Gesamtphrase so schlüssig ist, dass das Ohr denkt, klar, passt. Coole Sache. Ja? Also, vielleicht hilft euch das und ich denke, da kann man, egal auf welchem Level, auch wenn jetzt diese Dinger zu schwer waren,
versucht das Prinzip zu verstehen, versucht einzelne kleine Dinger vielleicht zu nehmen und die natürlich einmal diese Geschichte, ich habe hier einen Zielton, genau. Ich gehe einmal drüber, einmal drunter und gehe dann auf den Ton. Oder zweimal drüber. Oder zweimal drüber. Zweimal drunter. Und zweimal. Also man kann das ist wie diese Paganini-Übung, man kann das machen, wie man will. Zusammensetzung auf 4 Finger und du hast einen Ton, auf dem landen willst. Und du hast halt so und so viel Zeit, bis du da landest. Also eigentlich was ist die Essenz von dem Thema? Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, worauf man achten muss und als Message zum Schluss dann? Ohr. Aufs Ohr. Also vertraut auf euer Gehör. Ganz wichtig. Also wenn es gut klingt, dann ist es okay. Ja. Also dann dürft ihr nicht sagen, okay, aber die Regel sagt, das stimmt eigentlich nicht, ist egal. Man darf die Regeln brechen, wenn es gut klingt. Und wenn das Ohr sagt, das passt, ich finde, das klingt echt gut, dann ist es auch gut. Das ist okay. Cool. Es hat auch was mit Ästhetik zu tun und wie man das selber, was man gut findet, was nicht. Ja. Ob man es auch mal gut findet, wenn es mal so richtig dreckig klingt und eigentlich jeder dann denkt, man muss dann halt wieder reinkommen. Also Ohr und Timing. Musiker, die das anwenden? Endlos. Pat Metheny, Matt Schofield, John Schofield, Josh Smith, Joe Bonamassa, auch wenn er macht es nicht ganz so ausgedehnt, aber er macht es auf jeden Fall. Sehr, dass es immer noch bluesig klingt. Ne? Er macht es aber trotzdem. Also ich habe schon ganz oft bei ihm gehört. Ganz oft. Und wenn man das jetzt George mal weiß, Benson. ja sowieso. Also bei den Jazzgitarristen muss jeder, muss man beherrschen. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, klar. Was ich bei Benson zum Beispiel mag, sind diese Oktaven, diese Oktavgeschichten. Hast du da auch mal was man vielleicht in Zukunft, hast du da schon dran gearbeitet an sowas? Ja, das ist aber nicht so, also ich kann so einfach, es geht schon, ja, aber ich habe mich jetzt noch nicht ausgiebig damit beschäftigt. Und so wie er das macht, ist natürlich verrückt. Ja. Also das ist halt, Wes Montgomery ist da eigentlich derjenige, der das bekannt gemacht hat und so prominent. Das ist eine Spieltechnik und ein Sound. Und da muss man sich mit beschäftigen, ziemlich viel, bis man das richtig beherrscht. Vor allen Dingen das Abdämpfen. Ja, überhaupt alles, Sound und so weiter. Also das ist nochmal ein ganz neues Fass. Ein ganz neues, okay. Ja. Cool. Ja, super. Jetzt lass uns mal in den Chat gucken, wenn wir ihn schon... genau, ob es noch Fragen gibt. Vielleicht gibt es da Fragen. Und bin geflasht. Ja, Klaus. Hallo, ihr Lieben. Also erstmal vielen Dank, dass ihr so zahlreich live dabei seid bei so einem Thema. Und vielen Dank natürlich an den Sebastian dafür, dass du total super mit euch, lasst euch nicht ärgern. Ja, das ist nicht oft, dass sowas, ich hoffe, dass es nicht oft passiert, dass da YouTube die Sachen wieder und immer wieder zwangsweise umstellen. Chromatics, die einzig senkrechte Skala. Ich kann mir ja nichts anderes machen. Süß. Ich mache den Support. Das ist auch, ja, natürlich Verziehung offener Akkorde. Ja, welches Picking, Flat? Ne, Picking ist eigentlich das, was für dich funktioniert, oder? Genau, also das ist total, da gibt es keine Regeln. Das ist ja jetzt auch nichts, was lightning schnell ist irgendwie, wo man eine ganz bestimmte Picking-Technik verwenden muss, dass es überhaupt umsetzbar ist. Also hier geht es wirklich, was für dich besser klingt, was du hinkriegst. Ja. Und also es ist ganz persönlich hier. Ja. Kleine Blackmore-Style Blues und Beethoven. Alles nachdenken, ja. Das ist nicht schlecht. Zum Nachdenken. Ja, das ist interessant, was er sagt. Ne? Ist schon seltsam, genau das zu spielen, was man sonst als falsch empfindet. Genau. Sind aber eben nur Übergangstöne. Im Grunde ist in der Musik alles schon ausprobiert worden, fast. Genau. Ne? Und schon bei den Klassikern hast du auch festgestellt, es ist ja unglaublich, was die alles spielen. Also ja, man denkt, boah, wie klingt denn das? Aber dann lösen sie es auf. Ja. Genau. Und das ist genau das Konzept. Also im Prinzip ist ja alles Spannung aufbauen, Spannung wieder auflösen. Und genau da ist es auch halt ein Mittel, wie man das machen kann. Also sehr schön. Die ersten Töne sind die gleichen im Solo von Highway to Hell. Ja, das ist genau. So fängt es ja auch an. Ne? Chuck Berry hat angefangen damit, ne? Mit dem Gitarrensolos. Nee, einschüchtern, das dürft ihr gar nicht. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne?
So, das ist Nicole. Ne? Nicole, schau, die beiden spielen wirklich beneidenswert gut, aber davon darf man sich nicht einschüchtern lassen. Ja, macht euch keine Sorgen. Heute ist es, Sebastian studiert ja, ne, in Musik, und er ist so ein, wenn er immer da ist, sind das so die, ich nenne es einfach mal so die ein bisschen anspruchsvollen, so ein bisschen die High-End-Beispiele, die er bringt, und das erweitert unsere Sichtweise. Ne? Und dieses Bewusstsein zu haben, was alles möglich ist auf dem Instrument, wenn man es dann von jemandem erklärt, auch noch erklärt bekommt. Du hast ja oft so, diese ganz großen Musiker sind teilweise so, tun sich schwer im Erklären dessen, was passiert. Ja, total. Oder? Ein guter Musiker heißt noch lange nicht guter Pädagoge. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, und das stellen wir immer wieder selber fest. Wieso schafft er das nicht auf einfache Art und Weise? Sebastian hat es so einfach jetzt für mich auch erklärt, dass ich auch im fortgeschrittenen Alter das alles noch kapiere. Das gefällt mir und macht mir Bock. Es macht mir einfach Laune, das zu probieren. Da ist nichts kompliziert dran. Ich probiere was aus. Ja. Ich habe Bock da drauf jetzt. Ne? Gut, das ist für mich inspirierend und macht Spaß. Ne? Ja, natürlich, übe dann weiter mal die Pentatonik. Die Pentatonik ist natürlich die Basis, ist völlig klar. Damit fängst du an, dann baust du dort schon mal die Blue Note ein und dann kannst du dort problemlos auch mal chromatische Sachen einbauen. Und dann mit der Idee jetzt drüber und unten dran und dann, das werde ich ausprobieren. Das gefällt mir richtig gut. Ah, ja, natürlich. Klaus macht da keinen Kopf. Weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Wenn ihr jetzt noch am Anfang seid, ne, oder schon ein bisschen fortgeschritten, das sind nur Ideen. Das sind Konzepte und Möglichkeiten, die wir euch zeigen, etwas einzubauen, was wir so erklären, dass es Sinn macht. Ne? Es gibt immer Möglichkeiten, wenn man frei spielen will auf dem Instrument, Dinge auszuprobieren. Und ihr werdet sehen, es sind ja auch nicht hunderte Ideen möglich. Es sind ein paar Ideen und Konzepte, die funktionieren und die haben alle Musik, ob das jetzt ein Pianist ist oder jemand, der Saxophon spielt. Ja. Für mich ist immer am schönsten hinzuhören, was macht der Künstler rhythmisch aus der Sache. Wie phrasiert er das? Ja, das hast du ja auf den Punkt gebaut. Das ist alles, ja. Ja. Wie phrasiert er das? Ich habe die letzten Wochen mir sehr viel Klassik angehört. Unter anderem den Geiger aus Israel, Itzhak Perlman. Der hat schon in Schindlers Liste die Geige gespielt. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Und, und dann jetzt den Pianisten aus Russland, wie hieß der noch? Jahrhundertpianist, klassisch. Gott, gerade gestern mir noch was von ihm angeguckt. Nicht Rachmaninoff. Mein Gehirn ist, ich bin total geflasht jetzt von dem schwierigen Livestream heute. Und dann, wenn du dir diese Leute anguckst, wie unfassbar gut die spielen, das Instrument. Ne? Klavier ist wahnsinnig schwer auf dem Level. Auf jeden Fall. Wie jedes Instrument. Und beim Klavier, was ich gerade heute eine E-Mail bekommen habe, ich bekomme sehr, sehr gute E-Mails. Heute war wieder eine dabei. Klassisch. Absolut klassisch. Ich habe jetzt die Pentatoniken gelernt, schreibt er. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe jetzt ein Lied in D-Moll, ne, Pink Floyd, ne, und dann hast du da gespielt und ja, stimmt es jetzt, dass ich einfach die Pentatonik, Position 1, dann hier spielen darf? Das ist ja dasselbe. Wie soll denn das funktionieren? Ist das jetzt nicht? Das ist der Vorteil der Gitarre. Allen anderen Instrumenten gegenüber. Das dürfen wir nie vergessen. Sie hat ihre Tücken, hier breit, oben dünn, Feeling ein bisschen anders. Ne? Aber dieser Vorteil, dass du etwas in deine Hände eingearbeitet hast und es dann einfach versetzen kannst, wie jetzt Akkorde. Ja. Und das Dreiklänge oder es gibt ja nicht, nochmal auf die Dreiklänge.
Es gibt nicht Tausende. Es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen. Es gibt eine Handvoll. Und wir müssen da noch einige Videos machen. Okay? Gerne. Weil das ist der Schlüssel. Ja, das ist auf jeden Fall Ein ganz großer. Ja, für jeden uns Fall. auf der Gitarre. Der für uns ein bisschen schwer aussieht. Aber ist es aber nicht. es ist Man nicht darf so. sich da nicht. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Gut. Kann man alles lernen. Das ist. Ja. Und so ist es mit der Pentatonik. Du verschiebst sie einfach. Also lerne Pentatonik und dann hast du einen großen Schritt getan in Bezug auf dieses filigrane Solospiel. Danke, ihr Lieben. Herzlichen Dank. Oh, schöner Live-Chat. Oh, alle, die spenden, herzlichen Dank an euch. Das ist großartig. Nicole, vielen Dank. Vorhin war noch eine Spende da. Warum zeigt es mir das nicht an? Ganz herzlichen Dank an euch. Ja, siehst du, Christian. Herzlichen Dank für den neuen Input. Gerne mehr davon. Sebastian, wird in den nächsten Wochen, wie lange bist du jetzt verfügbar? Also ich habe vorlesungsfreie Zeit bis 12. Oktober. Okay, dann werden wir ihn öfters sehen. Also ich werde dich so oft einladen. Ja, löchert mich. Gern. Hast du eine neue akustische? Nee, die akustische ist alt. Die habe ich schon seit 15 Jahren bald jetzt. Danke, ich verstehe das so, dass die beiden haben hier eine für Tür aufgestoßen gezeigt, was dahinter ist. Genau. Das ist wie in der Matrix, ne? ja, am Anfang ist es ein Korridor mit vielen weißen Türen und wir haben eine aufgestoßen, die dir eine neue Sichtweise zeigt. Mehr ist es nicht. Großes Tennis. Spielspaß ohne Ende. Danke, lieber Thomas. Also, ihr seid, wie der Michael schreibt, gerade deswegen seid ihr VIPs. Ich sag's ja immer. Jemand, der sich bereit erklärt, diesen Weg des Instrumentes zu gehen, sei es Gitarre, sei es egal was, aber ich kann halt nur Gitarre, langt für mehrere Leben. Langt auf jeden Fall für mehr als ein Leben, ja. Wir haben Vorteile, wir haben auch Dinge, die uns nicht einfach machen. Ne? Ja. Und der ist für mich ein wichtiger Mensch. Und wir brauchen mehr von euch, also für die Zukunft. Auch wenn wir jetzt eine kleine Talsohle durchschreiten, was die Live-Geschichte angeht, ja, was Live-Musik angeht. Ja. Wir hatten so eine Situation, kommt ja, hoffe ich, jetzt nicht immer wieder. Hoffentlich bekommen wir sie in den nächsten, sagen wir mal, 12 Monate irgendwie in den Griff. Da wünschen wir uns alle. Ja. Fürchte, dass wir damit leben müssen. Aber ich wünsche mir natürlich auch wieder die Möglichkeit dieser Live-Konzerte und dass man da, ob es wieder so sein wird wie in der Vergangenheit, das kann man jetzt nicht absehen. Oder? Es ist, keine Ahnung. Es ist schwierig. Was? Schwierig abzusehen. Ne? Wäre jetzt alles Kaffeesatzleserei. Genau. Deswegen warten wir es ab, verbreiten Freude am Spielen, und am Üben vor allen Dingen und geben euch neue Ideen. Ich freue mich, dass ihr live dabei wart. Wir verabschieden uns jetzt bei euch. Herzlichen Dank. Danke auch immer für die Geduld. Es ist nicht so, dass ich immer verspätet starten möchte mit den Livestreams. Am liebsten würde ich einfach nur, wenn jetzt 17 Uhr da steht, draufklicken und bam, es geht los. Ne? Wenn es nur so einfach wäre. Ne? Vielleicht habe ich heute ein bisschen am Anfang ein bisschen gerantet, wie man so schön sagt, über Dinge. Aber wenn man älter wird, will man ja, dass es funktioniert und nicht immer wieder aus seiner Routine rausgeworfen wird. Vielleicht bringt das tatsächlich auch den Vorteil, dass ich ab dem nächsten Livestream einfach draufklicken kann und es startet tatsächlich, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Aber wir hatten wirklich so viele Fehlermeldungen, oder Sebastian? Ja. Sag's bitte, nicht, dass ich der Einzige bin. Nee, total. Die Software hat sich aufgehängt, oder? Ja. Wie oft? Mehrfach. Mehrfach, ne? Also. Mehrfach. Aber herzlichen Dank, mein Lieber. Jam noch ein bisschen, wir jammen uns raus, ich begleite dich und dann freuen wir uns wieder. Bis aufs nächste Mal.
war geil. Love it, love it, love it. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Aber nee, das ist gut, wenn du das weißt. Das ist sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Yeah.